Heute stelle ich dir meine Bleistiftsammlung vor. Eine Auswahl meiner Lieblingsstifte, die ich am häufigsten benutze für kleinere Zeichnungen, aber auch für meine 2 Meter großen Bleistiftzeichnungen. Ich sage dir, worauf man achten muss, was gut ist und was weniger gut ist, was zeichnet sich leicht, was braucht man wirklich und was ist eigentlich nicht so notwendig. Und es ist auch immer so, ja, dass du mit jedem Stift zeichnen kannst. Ein guter Stift unterstützt dich mehr oder weniger bei den Projekten, die du hast. Also klein zeichnen, fein zeichnen, grob zeichnen, das meine ich. Lass uns loslegen. Als erstes gehen wir hier in meine Box. Hier siehst du Bleistifte, die immer Bleistifte waren, also Stifte, ganz kleine Stifte. Und diese verschenke ich immer, wenn hier Eltern in mein Atelier kommen und sich die Zeichnungen und die Kunstwerke angucken, an die kleinen Kinder. So haben sie ein schönes Andenken hier aus meinem Atelier und Kinder wollen ja immer etwas machen. Die können dann mit den Bleistiften sozusagen hier schon ein paar schöne Zeichnungen machen. Ja, und dann können sie zu Hause halt rumspielen. Ich brauche die nicht mehr, wie gesagt, mehr zum Sammeln, mehr zur Veranschaulichung und zum Verschenken. So, legen wir los. Also, ich habe hier fangen wir an mit dem holzeingefassten Bleistiften. Ich mache mal ein wenig Platz hier. Da habe ich hier zum Beispiel einen zum Vorzeichnen, nehme ich immer ein HB meistens, ja, von Faber-Castell hier. Warum Faber-Castell? Weil die Mine hier eingeleimt ist und wenn der Stift mal runterfällt, bleibt die Mine spitzbar. Ja, das heißt, sie bricht nicht innerhalb des Holzkörpers. Ich kannte das immer aus der Schulzeit, wo ich dann die Stifte versucht habe anzuspitzen und immer wieder ist die Mine gebrochen und letztendlich habe ich den Stift weggeschmissen und keine Lust mehr zum Malen oder Zeichnen. Meistens bei Buntstiften oder aber auch bei Bleistiften. Ja. Der Vorteil ist halt, du zeichnest wirklich dünn vor, ja, oder kannst dünn hier etwas schraffieren, hell und dunkel trennen, erstmal leicht vorzeichnen und kannst es natürlich durch den eingebauten Radierer einfach leicht wieder abnehmen. Also du musst nicht wechseln, umgreifen, du kannst fokussiert hier mit zeichnen. Ja. Also nehme ich häufig ein sehr, sehr praktischer und vor allen Dingen einfacher Stift. Liegt auch gut in der Hand. Durch das Sechseck hier rollt er halt nicht weg, denn nicht jeder Tisch ist gerade. Nächster Stift. Ja. Ich mache mal jetzt einen starken Kontrast. Hier habe ich auch ein Faber-Castell, aber ein 12B, also ein sehr, sehr dunkler Stift. Ja. Mit dem mache ich zum Beispiel die Pupillen. Fast so dunkel wie Kohle, sehr matt, also es spiegelt auch nicht, wenn man beispielsweise von der Seite schaut. Ja. So, siehst du, es wird richtig schön dunkel. Jetzt habe ich hier ein Schweizer Modell und zwar von Caran d'Ache. Ein 6B-Stift, den gibt es natürlich in vielen Härtegraden. Er ist ein bisschen dicker, das siehst du hier, als der von Faber-Castell. Aber liegt auch hervorragend in der Hand, preislich fast doppelt so teuer. Also man könnte sagen, ein Luxusstift, aber wirklich die Verarbeitung der Mine ganz fein, keine Fremdkörper drin, die kratzen. Ein butterweiches Gefühl beim Zeichnen. Also hervorragend, ja, geeignet dazu. Und auch von der Beschichtung, also du siehst ja hier die Farbe, ja, und die entspricht ungefähr dem Farbton, den du zeichnest. Ja. Also das machen die wirklich ganz, ganz toll, dass sie praktisch den Farbton des Stiftes an den Härtegrad anpassen. Ja? Das ist richtig super gemacht. So, nächster Stift. Wenn ich jetzt meine großen Zeichnungen zeichne, also die 2 Meter Kunstwerke, ja, beginne ich meistens, ich zeige dir gleich noch den anderen Stift, den hole ich schon mal rein, mit groben Vorzeichnungen. Ja, da brauche ich kein miniaturdünnen Strich, sondern ich brauche wirklich etwas Breites, etwas Dickes, ja, wo ich schnell etwas festlegen kann, sozusagen. Ja.
Dafür sind diese Jumbo-Stifte geeignet. Gibt es auch in verschiedenen Härtegraden. Und du siehst ja hier, der Unterschied ist schon bedeutend, hier in der Mine alleine schon. Ja. Und ein weiterer Stift, den ich nehme zum Vorzeichnen, ist dieser Vollminenstift. Ja. Das heißt, er hat eine dünne Ummantelung, damit man sich die Hände nicht schmutzig macht, und ist letztendlich dann eine komplette Ton-Graphit-Mischung und kann man auch ideal nutzen. Du siehst ja, ich habe den extra sehr breit angespitzt, nicht breit, sehr lang angespitzt, damit ich hier schön gleich Fläche machen kann. Ja? Also funktioniert hervorragend für die großen Kunstwerke. Ja? Für so eine feinen natürlich hier unten, das zeige ich gleich nochmal, wenn ich die feineren Stifte nehme, funktioniert das natürlich nicht. Es funktioniert maximal hier im Hintergrund. Du siehst ja, ich habe hier gezeichnet, dass ich Tiefe reinbekomme. Ja, hier Schilf und die ganzen Pflanzen hier, die so am Ufer sich aufhalten, wo die Wildgänse auch brüten. Ja, und den Hintergrund zeichne ich halt ganz leicht vor. Ja. Dass du hier verschiedene Pflanzen drin hast. Ja, dann werden die verwischt und wieder rüber gezeichnet. Also wir brauchen halt für einen Hintergrund eines Bildes keinen spitzen Strich, ja, keinen scharfen Akzent, sondern einen weichen Übergang. Und das erreichen wir durch wenig Druck, aber auch durch Verwischen. Aber zur Wischtechnik werde ich nochmal ein anderes Video machen. Der Stift hier ist in einer Zwinge drin, weil er zu kurz geworden ist und ich gerne hier wirklich so richtig schön zeichnen will. Ja? Also auch noch ein toller Stift, eine tolle Erfindung sozusagen. Die Leute lassen sich halt immer wieder was Neues einfallen. Nächster Stift. Hier habe ich auch nochmal einen Faber-Castell. Das ist der gleiche, den ich anfangs hatte, auch in einer Zwinge. Und er ist noch länger als der andere. Kann ich noch mehr ausholen. Das Entscheidende ist, dass ich den jetzt mal hier sehr, sehr lang angespitzt habe. Ja? Wozu führt das? Dass ich hier schön breit gleich einen Schatten festlegen kann. Ja? Siehst du, das ist wirklich, wenn man jetzt, ich sag mal, hier mal einen normalen Quader zeichnet und dann die Lichtverhältnisse festlegen will, dann bist du natürlich richtig schnell, indem du hier die breite Seite nimmst und so Licht und Schatten voneinander trennst. Ja? Also ideal dafür, um zu schattieren sozusagen, schnell Flächen zu schließen. So, nächster Stift. Die 4 haben wir schon, die kommen weg. So, nein, den habe ich noch nicht vorgestellt. So, jetzt kommen wir mal zu den Fallbleistiften. Wieder ein Faber-Castell, ein dicker mit einer 3 mm Mine. Ja, also auch toll zum Vorzeichnen geeignet. Ich habe hier ein 6B drin, muss man ein bisschen aufpassen. Je weicher diese Minen sind, je schneller brechen sie beim Zeichnen. Aber auch innen und außen Faber-Castell, die sind auch weniger bruchanfällig wie andere Firmen. Ja, also ich würde an deiner Stelle nicht am Zeichenmaterial sparen. Auf keinen Fall, denn flüssig arbeiten ist das A und O. Ja? Und ich habe dir auch unten dann eine Materialliste verlinkt. Schau einfach rein, dort findest du viele Sachen, die dir helfen, weiterhelfen. Und weiter geht's mit dem nächsten Stift. Und zwar habe ich hier, das war ja gerade der breite Faber-Castell, jetzt kommt der schmale mit 2 mm Minen. Den habe ich auch extrem spitz gemacht. Ja, warum? Weil ich hier die feinen Stellen, also diese ganz feinen Federn mitzeichne. Ja, da braucht man halt einen richtig schönen Spitzenstift, ja. So kannst du wirklich ganz, ganz fein zeichnen. Also mit so einem würde das nicht funktionieren. Höchstens dann wieder
bei einer größeren Zeichnung. Ja? Ansonsten für ganz feine Sachen ist der ideal geeignet hier, weil man den wirklich so schön scharf bekommt. Wie kriege ich den so scharf? Nicht mit einem Anspitzer, sondern dazu nehme ich mir immer, bin gleich wieder da, mein Cuttermesser. Ja, und dann mache ich das Stück für Stück und habe dann so ein kleines Schleifplättchen noch, wo ich das dann mit noch ein wenig genauer feile oder schleife. Schleife ist besser gesagt. So, nächster Stift. Jetzt wechseln wir mal die Firma, das ist kaum zu lesen hier. Das ist etwas von Koh-i-Noor, ja. Ein Stift, kann ich selbst kaum lesen, auf jeden Fall ein tschechischer. Den kenne ich aus meiner Kindheit. Ganz, ganz einfach sozusagen, kann man hier hinten abschrauben und dann die Mine schön spitzen. Also alles im einen, aber man muss sich entscheiden, ob man lieber einen Radierer will oder gleich einen Anspitzer drin. Ja, also für unterwegs ist der mit dem Anspitzer natürlich wesentlich besser geeignet. Und früher, in meiner Schulzeit, habe ich den abgeschraubt und dann als Blasrohr genommen mit Papierkugeln. Also ein bisschen Unfug in der Schule gemacht sozusagen. Der eine oder andere wird das bestimmt noch kennen. Ja, aber ich sag mal so, der liegt wirklich toll in der Hand. Absolut weich und schön. Und ja, mir gefällt er halt durch seine, manchmal ist weniger mehr. Ja. Aber das heißt nicht, dass die von Faber-Castell schlechter an der Hand liegen. Man hat halt seine Vorlieben, was die Farben betrifft, aber auch hier siehst du zum Beispiel noch ein kleiner Unterschied. Bei Faber-Castell steht zum Beispiel drauf 6B, das ist ein 6B Stift. Ja. Hier ist halt nichts drauf geschrieben. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Hier siehst du das eindeutig, kannst es sehr gut lesen. Und hier ist ja der andere Faber-Castell und hier habe ich ja auch mir extra Farbe drauf gemacht. Ja, da ich manchmal, da ich schon eine Brille brauche, sehe ich das manchmal gar nicht. Aber hier sehe ich sofort die Farbe. Ah, diese Farbe ist dann mein HB-Stift und so weiter. Ja, also ich kann es immer schnell erkennen, ohne auf den Stift genau rauf zu gucken. Aber das ist eine unglaubliche Erleichterung, wenn das draufsteht. Aber simpler, einfacher Bleistift hier erfüllt seinen Zweck, gar nicht so teuer. Ein gutes Modell. Also bei mir ist immer wichtig, wie die in der Hand liegen. So, jetzt kommen wir mal zu einem einen luxuriösen Druckbleistift. Auch wieder diese Sechskantform, der ist von Rotring, in dem Fall der Rotring 600. Gibt es auch natürlich viele Ausführungen von 0,5 mm, also auch für feinste Härchen. Sieht man kaum. Ich habe hier, glaube ich, ein HB oder sogar ein 2H drin. Ja. Du siehst, sehr, sehr schwach zu sehen. Der Vorteil ist hier, kann man erstmal sich anklippen hier, aber das ist nicht so entscheidend. Ich finde hier, schau mal, hier kann man den HB, B2, B4H, 2H, also einstellen, ja, welche Mine man reinnehmen möchte. Sehr gut, kostet glaube ich 40 €, weiß ich gar nicht mehr so genau, 30, keine Ahnung. Und ideal auch, ganz wichtig, wenn man die Mine, ja, die klemmt jetzt hier, Vorführeffekt. Auf jeden Fall, was ich sagen will, das erkläre ich beim nächsten Stift halt. Wahrscheinlich ist die Mine jetzt hier zu kurz. Das Nachladen. Achso, ich wollte noch darauf hinaus, dass es auch hier einen Radierer gibt. Ja, mit dem kann man super radieren. Und wenn man das rauszieht, kannst du halt die Minen hier nachladen. Ja, dass du wie so ein Magazin hier hinten drin hast. Also eine sehr praktische Sache. Nicht jede Mine einzeln, sondern kannst du hier 5, 6, 7, 8 Minen reinlegen und dann, die klemmt jetzt wahrscheinlich irgendwo, weiß ich nicht warum, funktioniert aber sehr gut, ein sehr guter Stift. Und dann komme ich jetzt zu den nächsten Druckbleistiften und zwar hier von, ich nehme mal erst diesen hier, von Pentel. Auch sehr, sehr gut. Hier kleines Spielzeug, kannst du hier drucken, zeichnen und zum Schutz wieder reinstecken. Also zum Transport wirklich sehr, sehr gut geeignet, kann dir nicht abbrechen, denn hier ist ja auch so eine feine Spitze dran bei dem vom Rotring und wenn die ein bisschen verbogen ist, kannst du den ganzen Bleistift nicht mehr nehmen. Ja? Also relativ empfindlich, vielleicht was für Architekten, wenn man nicht so unbedingt mobil ist. Ja? So, jetzt zum nächsten Stift. Also den Pentel
Graf Gear 1000 9 mm. Eine 9 mm Mine ist hier drin. Ja, und du siehst, funktioniert einwandfrei. Ich mache mal hier die Unterschiede, dann siehst du das so ein bisschen. Das sind so 9 mm Minen und das Gute an dem Stift ist, dass sich die Mine hier drin in diesem Schaft nicht mitdreht. Ja, das passiert bei vielen Billigprodukten und dann ärgerst du dich immer, dass die Mine praktisch sich mitdreht und du immer den gleichen Strich hast. Ja, also die nutzt sich nicht gleichmäßig ab und das macht sich überhaupt nicht. Ja, hier ist sie fest drin und kannst dann selber wählen. Ja, also optimal. Hier nehme ich auch gerne zum Vorzeichnen. Eignet sich wirklich wunderbar hier, um ein paar Übungen zu machen. Ja, wirklich ein toller Stift. Klack. Der gleiche, Moment, gibt es natürlich auch in 7B, in 7B, in 7 mm Stärke. Ja, hat natürlich auch hier Radierer und so weiter drin. Minenmagazin, hier werden die Minen einfach eingesteckt. Dann nehme ich zum Beispiel solche hier, habe ich gerade hier die 0,7er, ja, von Faber-Castell, die sind halt sehr verlässlich, genau, nicht verletzlich, sondern verlässlich sind die, ja, brechen wenig und sind wirklich gut verarbeitet. Das heißt, du bekommst einen gleichmäßigen Strich hin, ja, halt. Also der 0,7er, ich setze ihn mal hier dagegen. Ja, 0,7 und 0,9 unterscheidet sich eigentlich nicht viel, aber halt wirklich, die liegen wirklich toll in der Hand. Hier unten noch so eine Gripfläche und natürlich sind sie insgesamt auch farblich getrennt. Ja, wisst ihr? So weiß man natürlich auch gleich, was man hat. So, der nächste, den ich habe, ist ein 0,5er und wie gesagt, die brauche ich halt auch alle für diese ganz feinen Strukturen hier, ja, bei der Wildgans. Je kleiner das Bild, je feinere Stifte brauchst du oder je realistischer du zeichnen willst, je feiner. Ja? Also der 0,5er, den setze ich mal auch noch mal hier gegen. Jetzt merkt man schon einen Unterschied zu dem 0,9, 0,7 und 0,5 mm. Ja? Also Haare zeichnen oder halt ja, beim Auge halt die Wimpern. Wimpern sind ja feinste Härchen und da brauchst du halt auch ganz feine Striche. Ja? So, und zum Schluss haben wir noch den 0,3 mm, ein ganz feiner Stift. Schau mal, noch dünnere Linien, noch feiner. Ja? Also man braucht diesen Stift natürlich nicht zu spitzen. Das entfällt bei diesen Fallbleistiften, muss man immer die Mine spitzen und hier kann man sich die Minenstärke aussuchen. Das heißt, du arbeitest eigentlich immer in einer Stärke und das Einzige, wie du den Druck noch variieren kannst, wie du die Stärke variieren kannst, ist durch den Druck, den du halt ausübst. Ja? Ist ein bisschen stärker gedrückt, mittelstark, schwach. Und dann werden die Linien auch etwas dünner, ja. Aber du siehst, du kannst hier wirklich sehr, sehr fein mitarbeiten, ja. Also wirklich, wenn man zum Beispiel, ich gehe mal hier auf die Vorlage, wenn du hier ganz feine Federn zeichnen willst, ja, dann ist das wirklich ein sehr schöner Stift, ja. Immer erst langsam anfangen und dann die Lagen einzeln rumlegen. Natürlich werden so eine Federn auch in mehreren Lagen aufgebaut, ja. Und dann kann man hier wirklich ganz fein, aber auch klein zeichnen bei so einem Auge, ja. Auch kann man hier schön schraffieren im Auge. Ja, also es entwickelt sich wirklich Schritt für Schritt, ja. Also der 03 super für ganz, ganz feine Zeichnungen, ja, für ganz feine Striche. So, das war es erstmal, der Überblick zu meiner Bleistiftzeichnung. Schau gern unten in den Link rein,
in der Beschreibung. Dort habe ich dir meine Materialliste verlinkt, aber auch andere Dinge aus meiner Zeichenwelt. Schnöker rum, informiere dich, bereichere dich und im nächsten Video stelle ich dir meine 100 Jahre alten Stifte vor. Sei gespannt. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du mir ein Abo da lässt, ein Like da lässt. Und wenn du Fragen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Welche Stifte kennst du noch? Welches sind deine Lieblingsstifte? Interessiert mich total, denn ich bin ja so ein kleiner Bleistiftsammler, weil ich zu gerne zeichne. Und ja, also, ich freue mich auf das nächste gemeinsame Video. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.